Und Peter, was würdest du speziell Vätern sagen, die sagen am Anfang, wenn vielleicht auch die Partnerin das zeigt, Vätern, die sagen, Mensch, was ist denn das wieder lohnt? Das lohnt sich doch gar nicht, da mal in das Webinar zu kommen, sich das mal anzuhören, was Monika da zu erzählen hat. Ich würde es zum einen nicht abtun wollen, sag ich mal, nach dem Motto, was ist das für ein Quatsch? Mhm. Um das jetzt mal ganz abfällig zu nennen, weil am Anfang klingt das, ja, sag ich mal, zu einfach. Und da würde ich halt einfach die Berührungsängste, sofern welche bestehen müssen, okay, einfach mal hingehen, anhören, dem Ganzen mal eine Chance geben. Und Peter, vielleicht an erster Stelle bitte, magst du dich mal kurz vorstellen, im Endeffekt, wer du bist und beziehungsweise, ja, warum wir heute sprechen? ja, gerne. Also ich bin Peter, bin 46 Jahre alt. Ähm, habe mit meiner Frau Anja eine gemeinsame Tochter, Luisa, mit der wir das Coaching-Programm bei der Monika durchgeführt haben als solches. Und wir sprechen heute zum einen deswegen, weil ich mal so ein bisschen berichten möchte, wie wir die Zeit, sag ich mal, da erlebt haben. Peter, magst du mal erzählen, wie so die Situation vor dem Start der Zusammenarbeit mit Monika war? Ja, gerne. Warum, wieso, weshalb haben wir geguckt, weil die Not halt relativ groß war, in Anführungszeichen. Sprich, unsere Tochter war zu dem Zeitpunkt im Kindergarten. Ähm, sie hat da immer Probleme gehabt hinsichtlich zum Beispiel Größe und Lautstärke der Gruppe, hat sich da entsprechend schwer getan und hat auch dann, ja, ich sag mal, entsprechendes Feedback gab es von der Kita selber, nicht immer so ein positives, sage ich jetzt mal. Und es gab auch ein Statement von Ärzten und was weiß ich was in entsprechende Richtungen, sage ich jetzt mal, die aber für damals ein fünfjähriges Kind mir uns schwer mitgetan haben. Und im Zuge dessen sind wir auf Monika Föhner gestoßen und gesagt, okay, klingt eigentlich mal ganz interessant. Peter, bevor ihr damals auch vielleicht bei Monika angeklopft habt oder bevor ihr bei Monika angefragt habt, gab es auch schon andere, sage ich mal, Lösungsversuche oder Therapieansätze, die ihr schon versucht hattet? Ja, unsere Tochter war zu dem Zeitpunkt, haben wir Ergotherapie, Mhm. hat sie sich gefunden, war auch bei einer Logopädie letzten, also bei den Logopäden, weil sie halt sehr spät angefangen hat zu sprechen, teilweise ein bisschen gestottert hat und da auch einfach später von der Entwicklung war sie eigentlich immer. Waren natürlich dann zu den notwendigen Untersuchungen beim Kinderarzt, weil wir mussten. Wenn man es nicht macht, dann hat man irgendwann ein Problem, sage ich jetzt mal, wenn man halt dazu verpflichtet ist. Ist ja auch nicht immer schlecht, aber der hat halt eine gewisse Einstellung, sage ich jetzt mal, möchte ich jetzt, ja, die in eine gewisse Richtung geht, die wir halt erstmal so nicht wollten, sagen wir mal so. Und ja, das war halt das, was wir zu dem Zeitpunkt gemacht haben. Und Peter, was war, oder gab es auch eventuell Vorbehalte, beziehungsweise Punkte, wo ihr gesagt habt am Anfang, oh je, weiß gar nicht überhaupt, ob das online funktionieren kann? Ja, klar. Ich meine, wir hatten das in dem Falle so in der Art und Weise noch nie gemacht. Mhm. Heißt, alles, was wir gemacht haben, war immer, wir sind zu irgendjemandem hingefahren, sage ich jetzt mal, egal wo, bei wem. Und dann ist, gut, dann hat es dann entweder was verbessert, also hat sich eine Wirkung eingestellt, sage ich mal, oder halt auch nicht. Wahl ist halt ungewohnt, sage ich jetzt mal, dann soweit online zu machen. Und wann habt ihr denn so, nach welcher Zeit habt ihr so bei eurer Tochter die ersten Erfolge gesehen? Ja, ich würde mal sagen, nach den ersten sechs Wochen so circa haben Mhm. sich die ersten Veränderungen und Erfolge als solches eingestellt, so ruhiger wurde, dass manche Situationen besser aushält zum Beispiel. Und halt auch vom Sprechen her und so weiter äh, auch ganz anders artikuliert oder gedacht hat, sich da so in ihrem, also teilweise auch Wesenszüge bedeutend verbessert haben, sage ich jetzt mal innerhalb von 2 Wochen zum Beispiel, Mhm. hat man dann letzten Endes die größten Veränderungen hat man ja, rückblickend würde ich sagen, nach 6 Wochen die ersten Mhm. schon. Nach 6 Wochen.
Also, sie hat am Anfang, wusste sie halt nicht, okay, was kommt auf mich zu. Dann haben wir ja gesagt, okay, pass auf, wir haben noch ein paar Übungen, wir machen die alle drei. Tut nicht weh, wir lesen dir was vor, dann musst du ein paar Übungen mitmachen. War am Anfang ein bisschen eine Herausforderung, weil es dann doch recht lebendig ist, Mhm. aber das ging. So hat sich dann eingeschleift, auch relativ schnell. Sie hatte auch Spaß daran. Sehr Gerade schön. die Dinge, die man täglich gemacht hat. Morgens zum Beispiel gab es so ein paar Sachen, die wir dann eine ganze Zeit lang, sprich 2, 3 Monate, dann immer morgens im Rahmen von nach dem Frühstück zum Beispiel dann gemacht haben und gesagt, okay, jetzt machen wir das. Und das hat sie sich selber hinterher eingefordert. Wenn wir es nicht gemacht hatte, das haben wir noch vergessen. Das müssen wir noch machen. Und dann heißt andersrum, sie hat also es hat ihr Spaß gemacht. Denke ich auch gemerkt, dass es ihr soweit gut tut oder nichts Schlimmes ist. Und das war kein Problem. Überhaupt kein so. Super. Jetzt mal rückblickend nach dem Coaching, nach der Begleitung mit Monika, wie ist jetzt die Situation bei eurer Tochter jetzt? Ja. Gut, sie geht jetzt in die äh, zweite Klasse in der Grundschule, also in der Regelschule, und macht das soweit auch gut. Das heißt, also es gab schon so ein paar Dinge, die die Kita entsprechend der Grundschule mitgegeben hat. Da müsst ihr aufpassen und Mhm. da wird es ein Problem geben. Und die Bedenken, die da geäußert wurden, haben sich alle in Luft aufgelöst. Also es ist mit einer von eingetreten. Heißt, er hat sich in der Schule so weit gut entwickelt, dass er integriert in der Klasse ist. Aber sie kann den Schulalltag soweit selbstständig gestalten und auch mitmachen. Da zwar bei ein, zwei Themen merkt man, dass sie sich schwer tut, ja, aber das ist jetzt nichts Unnormales, sage ich jetzt mal. Von daher haben sich ganz viele Sachen, zum Beispiel in einer großen Gruppe sein und auch wenn es lauter ist, gerade bei Kindern ganz normal, sprich beim Essen zum Beispiel Ja, oder so, klappt wunderbar. Die geht mit das in die Betreuung, kommt gut an, es geht gerne und es tut ihr gut. Da hat sie eine Riesenentwicklung nach vorne gemacht. das freut mich sehr zu hören. Das ist schön, das heißt, so wie du es gesagt hast, na klar, in der Schule ist immer mal da und da ein Punkt, wo es sich vielleicht der eine leichter tut und der andere, aber generell angekommen und auch, wie man heute sagt, integriert, ne, sozusagen. Also, Ja, ja, das auf ja, jeden Fall. schön. Okay, klasse, das freut mich sehr. Und Peter, was würdest du speziell Vätern sagen, die sagen am Anfang, wenn vielleicht auch die Partnerin das zeigt, Vätern, die sagen, Mensch, was ist denn das wieder lohnt? Das lohnt sich doch gar nicht, da mal in das Webinar zu kommen, sich das mal anzuhören, was Monika da zu erzählen hat. Ja, ich würde es zum einen nicht abtun wollen, sag ich mal, nach dem Motto, was ist das für ein Quatsch? Mhm. Um das jetzt mal ganz abfällig zu nennen, weil am Anfang klingt das, ja, sag ich mal, zu einfach, so sag ich das jetzt mal. Man sagt, okay, wenn man das und das macht, stellt sich das und das ein. Also es ist ja schon recht konkret auch in ihren Aussagen, aber die sind auch, also normalerweise ist bei den Dingen, wo sie sagt, da und da stellt sich eine Änderung rein und eine Verbesserung, tritt es auch in der einen oder anderen Form ein, sprich beim einen ist mehr ausgeprägt oder weniger, sage ich jetzt mal. Da würde ich halt einfach die Berührungsängste, sofern welche bestehen, würde ich sagen, okay, einfach mal hingehen, anhören, dem Ganzen mal eine Chance geben und dann mal auch mal abwarten. Also Mhm. das ist jetzt nichts, wo ich sage, nach 2 Tagen muss da direkt schon die Hälfte von den Problemen beseitigt sein, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt keine Kopfweh-Tablette, die ich einwarf und sage, jawohl, eine Viertelstunde später sind die Mhm. Schmerzen betäubt, also gefühlt weg. Sondern das braucht einfach, weil sich halt gewisse Dinge umstellen müssen. Das kann persönlich sein, das kann aber genauso gut, also persönlich für das Kind, jetzt egal, ob es jünger oder älter ist, ist auch davon, er ist jetzt nicht an eine Altersgrenze gebunden, sage ich jetzt mal. Und oft ist es halt auch selber, dass man halt selber auch was ändern muss, also auch als Vater oder auch als Mutter. Und man muss halt dann sich die Sachen
eingestehen, wenn man halt sagt, okay, pass auf, da muss ich was ändern, weil. Ähm, und ganz wichtig war für uns immer, für uns beide, sprich meine Frau und mich, dass man sich halt gegenseitig unterstützt. Also, okay, sagt Ja, ja, wir machen das, selbst wenn ich sage, weiß ich nicht. Ich habe mal gewisse Zweifel, ob das dann funktioniert oder nicht, aber das sieht man dann als solches. Man muss sich halt darauf einlassen. Man muss offen sein dem gegenüber, finde ich. Sollte keine Berührungsängste haben. Das geht halt je nachdem auch ein bisschen tiefer, das geht an eine emotionale Ebene irgendwo und da muss man halt sich drauf einlassen wollen, sag ich mal. ja. Natürlich zu können, aber ähm, die Angst oder die Bedenken sollte man, soweit man kann, über Bord werfen, weiß ich nicht, zumindest mal versuchen, dann, okay, hey, ich gucke es mir an, that's it. Offen sein letztendlich, ne? Oder halt, wie du sagst, ne? Man muss ja nicht unkritisch sein, sondern einfach offen sein oder eine Chance geben, ja. Man kann Ja. ja auch kritisch sein.